Herzlich willkommen zu Eurobike 2024. Ich bin hier bei Orbea am Stand und lasse mir das neue Orbea Rise mit Aluminiumrahmen vorstellen. Philipp, erzähl uns was zum Rad. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Wie jedes Jahr ist es mir natürlich eine helle Freude, die EMTB News Community und dich hier zu begrüßen und den Crossi. Shoutout. So rum, ja genau. Schön, dass ihr da seid. Vor mir steht das ganz neu, frisch vorgestellte Rise Aluminium. In dem Fall ist es jetzt die LT-Variante, denn wie bei dem Carbon Rise, was wir ja im Mai vorgestellt haben, gibt es hier eine LT und eine SL-Variante. Philipp, was ich tatsächlich immer mega stark finde bei dem Aluminiumrahmen, man sieht kaum, dass es ein Aluminiumrahmen ist. Also Ja. ich habe den Orbea Rise Alurahmen schon beim Modell davor total gefeiert für die super verschliffenen Schweißnähte und gerade im Steuerrohrbereich, man denkt, es ist ein Carbonrahmen. Wie kriegt ihr das hin? Naja, wir haben natürlich ganz hervorragende Ingenieure, die erstmal wunderschöne Rahmen im Grundsatz konstruieren und dann verschleifen wir die Schweißnähte. Das hat nicht nur rein optische Gründe, sondern auch technische Vorteile, denn über das Verschleifen der Schweißnähte können wir eine bessere Kraftübertragung in die Rohre gewährleisten. Okay. Dadurch können wir den Rahmen eben stabiler machen und wenn wir ihn stabiler machen, können wir ihn wiederum leichter machen. Also quasi nicht nur reine optische und Designsache, Ja. sondern eben auch, ich habe mir immer gedacht, dass es wirklich nur ums reine Design geht. Ja. Aber es ist natürlich noch viel besser, wenn man dadurch noch mehr Stabilität reinkriegt. Ja, Finde ich richtig, gut. absolut. Also es hilft dem Produkt und es ist natürlich auch schön. Also da Es ist, ist glaube ich, nicht viel richtig diskutieren. schön. Also Ja. ich finde den Rahmen gelungen, sehr, sehr sexy. Ja, was hat das Rad noch für Vorzüge? Naja, also als wichtigstes Thema überhaupt geht es mir natürlich immer um den RS-Motor. Ne? Das RS ist der Plus. RS Plus. RS Plus ist der Modus. Ja, okay. Wir haben jetzt den RS Generation 2, also die Weiterentwicklung von dem RS-Motor, wie wir ihn ja schon seit Ende 2020 im Programm haben. Und da haben wir auch unter anderem auf Feedback deinerseits natürlich geachtet. Das ist ja jetzt vielleicht auch schon bekannt, dass wir jetzt den RS Plus Modus mit drin haben. Also Was mir bei dem Modus tatsächlich kurz gefällt, muss ich unterbrechen. Was richtig cool an dem Modus ist, man kann sich den Vollgasmodus, in dem Fall heißt der Boost bei Shimano, den kann man quasi auf 85 Newtonmeter hochdrehen, kann aber die unteren Modi, also Trail und Eco, immer noch im Light Support oder mit Support Level unterstützen lassen. Und dann hat man quasi, wenn es steil wird und wenn man viel Unterstützung braucht, den Boost-Button, der wirklich, wirklich boostet. Und das finde ich persönlich richtig spannend. richtig, genau. Das war ja auch genau ein Punkt, den du unter anderem hattest, dass du gesagt hast, hey, wir wollen diesen Knopf haben, irgendwo draufstücken, so, es wird jetzt steil und ich will jetzt einfach mal hämmern und los geht's. Und das Ganze folgt weiterhin dem RS-Konzept. Also es geht wirklich darum, nach wie vor Umdrehungen zu bringen, damit der Motor Energie rausbringt. Bleibt Light EMTB. Bleibt Light auf jeden Fall. EMTB. Ich brauche diese 80, 85, 90 Umdrehungen pro Minute, um wirklich die Energie von dem Motor komplett abzurufen. Das heißt, was nach wie vor nicht funktioniert, ist sagen, ich fahre einfach einen schweren Gang, drücke aufs Pedal und das Ding schiebt nach vorne. Das ist nicht Ziel der Übung. Dafür gibt es Full Power E-Bikes. Die haben da ihre Daseinsberechtigung. Und da müssen wir auf jeden Fall sicher gehen, dass es beim Rise nicht falsch verstanden wird. Und es geht auch mit dem Boostknopf natürlich darum, ich bringe Umdrehungen, denn wir wollen dieses natürliche Fahrverhalten. Und, ganz, ganz wichtig, die Umdrehungen sind natürlich das, was das Rad effizient macht. Denn auch das haben wir ja schon ein paar Mal wiederholt, aber ich finde es immer wieder wichtig zu betonen, die Umdrehungen dieses Motors, die laufen halt einfach, da läuft der Motor einfach effizienter. Und dadurch können wir aus der Energie, die in diesem Akku drin steckt, mehr rausholen, mehr Reichweite Also auf und mehr gut Leistung. Deutsch, der Motor braucht Trittfrequenz, Genau. braucht eine sportliche Fahrweise, damit Richtig. er effizient arbeitet. Richtig. Apropos Effizienz, es gibt verschiedene Akkus und ich glaube, es gibt auch einen Range Extender. Richtig, genau. Es gibt zwei verschiedene Akkus. Es gibt den 420 Wattstunden Akku und den 630 Wattstunden Akku. Da lässt sich natürlich mit dem Gewicht spielen. Fest verbaut. Fest verbaut, nach wie vor. Da war ja auch immer ein bisschen Diskussion am Anfang mit drin, aber würde ich sagen, da haben uns die Vorgängermodelle des Rise durchaus recht gegeben, dass es dafür einen Markt gibt. Fest verbaut heißt nicht, dass wenn der Akku mal defekt ist, ihr das ganze Rad wegwerfen müsst. Das heißt es nicht. Man kann den Akku aus dem Unterrohr rausnehmen. Allerdings muss man dafür eben den Motor ausbauen, muss Schrauben lösen etc. Dann kann man den Akku rausnehmen. Aber im
im Betrieb an sich ist es quasi so gedacht, dass der Akku fest im Unterrohr verbaut ist, spart ultra an Gewicht. Das ist der große Vorteil. Richtig. Und da können wir natürlich über unseren Konfigurator mit MyO ganz viel spielen und wirklich Einsatzzweck gebunden sagen, okay, ich möchte das Leichtgewicht, ich baue den 420 Wattstunden Akku da ein, nehme als Backup den Range Extender oder ich nehme, weil ich keinen Bock auf Range Extender hin und her Handling habe und ich will den Flaschenhalter voll ausnutzen, baue ich einfach den großen ein oder ich habe sowieso einfach, ich will ultra viel Reichweite und dann kommen wir eben zu diesem kleinen neuen Range Extender, der jetzt hier leider nicht dran ist, aber den kennt ihr ja schon mit 110 Wattstunden. Der 210 Verzeihung. Genau, kein Problem. Das sind ja viele Zahlen, hallo? Eurobike Tag 2, ja, ne? logisch. Gut, dass ihr nicht morgen kommt, das wird nur schlimmer. Weil man jeden Abend trinkt. Nein, das ist ein anderes Thema. Nee, du weißt. Stimmt. Eurobike Ups, ne? Stimmt. Richtig, das hilft. Auf jeden Fall haben wir diesen Range Extender mit 210 Wattstunden, der sehr, sehr kompakt baut. Du hast den ja gesehen. Das ist kleiner wirklich als kleiner, als der Er davor. ist deutlich kleiner. Er passt in eine wirklich normale Trinkflaschenhaltergröße. Und wir liefern auch den Flaschenhalter so ab Werk mit, sodass man da wirklich einfach schnell ist und das Teil einfach auch hat und hin und her wechseln kann. Das ist dran an dem Rad. Du hast gerade MyO angesprochen. Ja. Was bedeutet das so für die Leute, die es vielleicht noch nie gehört haben? Was geht bei dem Alu-Rahmen damit? Ich möchte ein bisschen ausholen. Aber nur ein bisschen. Wir bauen unsere Räder ja, also wir lackieren, ab Lackierung und Montage bauen wir ja die Räder in Europa. Also in Spanien, im Baskenland, in unserer Fabrik, wo wir fast 800 Leute haben, die eben diese Fahrräder zusammenbauen und lackieren. Und durch diese Option in Europa zu fertigen, ist natürlich die Versandwege werden sehr viel kürzer und wir können Custom anbieten in verschiedenen Varianten. Wir haben MyO, das geht dann los bei Lackierungen und darunter das Programm MyO Lite, was jetzt zum Beispiel hier zum Tragen kommt, da geht es dann um Spezifikationen. Also keine Lackierung, Richtig. Ihr habt 3, 4, 5 verschiedene Lackierungen vorgegeben, aber man kann upgraden bei der Gabel, bei den Reifen, bei den Laufrädern wahrscheinlich. Genau, richtig. Also das ist wirklich sehr vielfältig. Im Prinzip fangen wir dann von vorne her an. Wir haben die Laufräder, die Bremsscheiben, die Bremsen, die Gabel, den Vorbau, den Lenker, den Dämpfer, den Akku. Und dann sind wir hinten natürlich wieder da. Sattelstütze, wir haben Tabellen, verschiedene Sattelstützenmaße. Auch das ist mir übrigens ein sehr wichtiges Thema, weil gerade die kleineren FahrerInnen von euch, gerade Medium und Small, Einstecktiefe ist super wichtig. Und wir können hier auch durch dieses gerade Rohr, wie ihr das seht, wirklich im Small-Rahmen eine 200 mm Sattelstütze und je nach Bauart auch größer, komplett versenken. Und das ist wirklich für diejenigen... Das ist ultra wichtig. Ja, das ist super wichtig und super spannend. Für die Leute, die auf dem L-Rad sitzen, fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Aber das ist ja nun mal nicht... Das sind ja nun mal nicht alle und dementsprechend bieten wir da wirklich einen Mehrwert zu sagen, hey, kleine FahrerInnen, ihr könnt hier mit dieser Sattelstützen-Einstecktiefe komplett euch verausgaben. Dafür gibt es Tabellen auf unserer Webseite, sodass man wirklich auch sagen kann, okay, ich habe hier den Abstand, Sattelstütze, Satteloberkante, Tretlager und ich kann im Konfigurator auswählen, welche der Sattelstützen möchte ich denn gerne haben. Einen Tipp habe ich noch zum Thema MyO. Wer sein Rad richtig mit Farbe total ausrasten will, der müsste die Carbon-Variante benutzen. Ja. Also die Carbon-Variante wählen, weil da kann man verschiedenste Farben wählen. Man kann matt und glossy wählen, man kann die Farbe der Decals wählen. Also man kann sein persönliches Leit-EMTB kreieren, was mir richtig gut gefällt. Ja, da haben wir mittlerweile, also wir haben da auch jedes Jahr neue Features mit dabei. Wir haben so summa summarum ungefähr 30 verschiedene Farben, die an den verschiedensten Stellen am Rad positioniert werden können. Da geht es um Logos oder hier die Farbaufteilung, wie ihr seht. Wir können mittlerweile die Decals der Federelemente auswählen. Da haben wir normalerweise 6 verschiedene Decals. Und was wir auch haben, wir bieten ja mittlerweile sehr viele unserer Modelle ab Werk komplett abgeklebt an. Also mit dem, was im Nachrüsten es ja schon lange gibt und wo es natürlich je nachdem auch sehr filigran und aufwendig wird, das bieten wir bei vielen Modellen ab Werk an und das auch mit verschiedenen Mustern. Also beim Rise sind es 3 verschiedene, es gibt es ganz clear oder dann gibt es 2 verschiedene Muster und so kann man wirklich an dem Rad was sehr Individuelles zusammenbringen. Und Philipp, das Ganze ohne Aufpreis. Ganz wichtig, ohne Aufpreis. Apropos Preis, ich glaube, hier startet es um die 6.000 Euro Pi mal Daumen, wo wir da gerade sind. Ne? Wir okay. sind ja immer noch im Konfigurator. Aber so um den Dreh geht es da los. Es gibt beim Rise tatsächlich auch noch günstigere Einstiegsmodelle, weil wir auch noch ein Carryover-Modell haben mit dem Vorgängermodell. Also wer da wirklich sagt, ich möchte auf den Preispunkt, aber ich habe halt Bock auf RS,
da einfach mal auf unserer Webseite vorbeischauen und sich die Modelle anschauen. Und was mir auch ganz wichtig ist zu erwähnen, was wir im Eurobike-Zuge auch noch vorgestellt haben, in dem Rise Cosmos, ist das M20, also die günstigste Carbon-Version, die wir im Mai noch nicht gezeigt haben. Die gibt es jetzt hier eben auch. Neuer Rahmenplattform, aber eben mit nochmal einer günstigeren Ausstattung. Also ihr seht schon, das Orbea Rise, egal ob Aluminium oder Carbon, ist ein super spannendes Light EMTB. Philipp, es war mir wie immer ein Fest. Am Schluss ist für mich immer zu sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Rad, dann postet es in die Kommentare. Wir werden das Ganze versuchen zu beantworten und ja, bleibt elektrisch. Danke fürs Vorbeischauen.